Herzlich willkommen bei Abenteuer Madeira! Heute im Video seht ihr, wie wir campen gehen auf Madeira. Wir befinden uns da in der Nähe vom Pico Evo, den höchsten Berg auf Madeira. Haben uns da eine schöne freie Fläche ausgesucht und jetzt stellen wir mal das Zelt auf. Da seht ihr alles nach dem Intro. Ja, die beiden Wilden hier schon an alles ausbreiten hier, dann ein bisschen lüften kann noch hier. Kopfkissen, ne? Muss alles parat machen. Sonst kommt die Dunkel, wir können nicht mehr. Das stimmt. Meine Isomatten hier ausgebreitet schon. Zelt steht da, bin ich jetzt am Aufbauen. Andere Isomatte, mal ein bisschen Musik an hier. Zeige euch mal ein bisschen den Platz. Ja, heute ist ein bisschen bewölkt, ziehen Wolken schön durch. Ja, Aber trotzdem warm. trotzdem warm. Zwar jetzt nicht heiß, aber warm. Ich zeige euch mal ein bisschen den Platz. Hier haben wir eine schöne Grillstelle. Wir haben schön Grillfleisch geholt. Holz ist unten auch noch drin. Sehr gut. Kann man ja schön den Grill anschmeißen hier. Oh, sogar noch warm hier so. Ja. Da sieht man vielleicht auch ein bisschen die Glut. Haben noch andere hier gegrillt von. Das Gute ist, da hinten ist noch eine Grillstelle, dass man mal sieht. Das hat man da auf Madeira öfters. Oder ja, mega viel, dass da so eine Art Grillstellen wie hier sind. Auto haben wir da oben geparkt, zeige ich euch auch gleich nochmal. Und das Gute ist, hier hat man auch noch Frischwasser. Da läuft er. Kann man mal seine Sachen abwaschen. Einen kleinen provisorischen Tisch. Und das sieht aus, wenn hier damals wie eine Art Tiere, Kühe gehalten wurden. Wie nennt man das hier? Povo do Hossa? Povo da Hossa. Ja, da sind wir jetzt auch mit drin in dem Team, ne? Natur ist der Beste, Leute. Natur pur, wir mögen das. Wir mögen dieses frei sein. Ich habe jetzt 10 Jahre oder 11 Jahre, ja, 11 Jahre sogar in der Schweiz gelebt. Und da hat man gemerkt, jeder Schritt wird da verfolgt. Was macht man? Wie viel Geld verdient man? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Wie viel holst du ab? Wie viel Bitcoin hast du gekauft? Also, oh, und dann wird auf einmal gestoppt, Karte gestoppt, wenn du zu viel geholt hast. Oder, na, das ist genau das, worauf wir keine Lust haben. Deswegen sind wir geflüchtet in so eine Welt wie hier. Aber da, wir sind frei. Hier sind wir frei. Ihr wisst es bestimmt auch. In Deutschland ist es ja auch nicht anders. Jeder Schritt, oh, der Kleine da. Oha, hast du den Stein da rollen lassen da? Ja. Oha, meine Frau ist schon voll dabei. Lass mich das machen. Ich bin auch fertig jetzt mit aufnehmen. So, ich helfe erstmal schnell, oder ich mache erstmal schnell das Zelt fertig. Ne? Sorry, aber erste Arbeit und nachher genießen. Richtig, hat sie vollkommen recht. Freunde, das Zelt steht und wir haben jetzt gerade mal Feuer angemacht. Wollen das eine oder andere Steak halt noch durchgrillen. Oh, meine Frau macht schon die Marinade. Meersalz. Meersalz und die Lorbeerblätter. Jetzt läuft mir langsam das Wasser im Mund zusammen hier. Alles langsam, nimmt langsam Farbe an. Der Eintopf da ist schon am Kochen, da schön sieht man es. Der Stein erhitzt sich durch das Feuer und dadurch kocht das nachher. Der Reis da oben sieht auch schon gut aus. Ja, dann würde ich sagen, richten wir langsam an und essen. So, der Tisch ist gedeckt. Mahlzeit, Leute. Guckt euch mal im Hintergrund noch an, wie schön die Aussicht ist von hier.
Traumhaft, hä? Boah. Ja, wirklich. Traumhaft. Traumhaft, ne? Das war die Ilha Dolcina. Wird langsam dunkel. Schrei halt Samzelt. So hat jeder Spaß hier. Schön. Jetzt sind wir gerade noch eine Runde rumgelaufen da und haben jetzt die Position nochmal geändert. Guckt mal, was wir gefunden haben. Vor allem sieht man es jetzt kaum. Wenn man jetzt von oben guckt. So sieht das nachher aus. Sieht aus wie ob ein Stein ist, ein natürlicher dazwischen. Wenn wir jetzt da umdrehen, vorher haben wir da oben ja Zelt aufgeschlagen. Der Müllsack hängt noch im Baum, den müssen wir holen. Ja. Schön. Sieht man kaum, hä? Oh, ihr kleiner Mann, wo rennst du hin? Ah, okay. Wollen wir eine Runde Frisbee spielen, oder? Ja, im Auto, ich hol ihn. Na los, holen wir ihn schnell. Ich hol noch einen Autoschlüssel zum Aufschließen, ne? Erwischt. Wow. Hier oben haben wir eine kleine Lichtung. Hier sehen wir mal die Straße, die kommt von Funchal und führt nach Frio. Ja. Keine Menschenseele hier unterwegs heute. Oder jetzt um die Uhrzeit, sag ich mal. Wir haben es jetzt gleich 9. Ja, ist offen. Ja, Parkplätze sind genug vorhanden, sag ich mal. Wow, sehe ich jetzt erst. Matschepfütze geparkt. Nicht, dass wir morgen anschieben müssen hier. Oh ja. Ah, ist das schön hier. Hinten im Kofferraum. Ja, dann ist hier eben diese kleine Lichtung. Wir haben schon überlegt, da werden wahrscheinlich vorher auch da so Viehschau gemacht worden sein. Da in Madeira oder Portugal nennt man das ja Leilau. Viehschau oder Rundlauf oder Rundschau. Und das ist natürlich der perfekte Ort hier oben, um den Bär steppen zu lassen für eine schöne Party. Weil hier hört keiner, ne? Na, hol den Frisbee raus. Ja, und sag ein bisschen. Das ist schon ein einmaliges Erlebnis da. Das macht wirklich. Das ist wie so ein Raus aus dem Alltagsstress und rein in den Slow Motion, sag ich mal. Wow, das macht Spaß. Ich bin begeistert. Coole Location, die wir ausgesucht haben. Nehmen wir mal. Das ist Belohnung. Das ist die Belohnung. So, Freunde, wunderschöner Nachmittag und Abend geht zu Ende. Die Nacht ist eingetroffen und es ist wirklich schon jetzt so ein bisschen feuchtklamm. Sachen werden langsam alle klamm und feucht. Ja, und jetzt legen wir uns langsam zur Ruhe und geht schlafen.
Nacht haben wir überstanden. Und schönes Wetter. Die Sonne begrüßt uns. Die Nacht war wirklich gut, muss ich sagen. Heute Nacht sind noch welche hier angereist. Irgendwie um 12, halb 1 haben da ihr Zelt aufgestellt da. Aber 100, 150 Meter weiter weg von uns. Und weil da in der Nähe ist eben der hohe Berg Pico Huevo. Und viele wollen da, ja, wenn die Sonne aufgeht, da hingehen und sich das angucken. Und dadurch ist das das ist ein beliebtes Touristenziel, sage ich mal. Oder ja, ein To-Do, was man machen muss, wenn man auf der Insel ist. Ja, und deswegen, da in der Umgebung sind so kleine Lichtungen hier, wo wir jetzt sind und geschlafen haben oder gezeltet haben. Und die Touristen machen das gleich, damit man nicht so weit weg ist, weil man will ja nicht morgens noch eine Stunde fahren und so weiter. Und da ist hier gerade 10 Minuten von da entfernt. Genau. Ja, jetzt essen wir erstmal schön Frühstück, gibt Berliner und eine Schokomilch, hab noch eine Kokosnuss, die wird geknackt. Ja, und dann starten wir erstmal den Tag. Der ist mit Vanillefüllung. Schmeckt ganz geil. Mhm. Ah, schon schön, ja. Meine Nase ist ein bisschen verstopft, aber das ist normal, wenn man draußen schläft. Jetzt gibt es eine schöne leckere Kokosnuss, hört mal. Voll Wasser. Oh, Messer. Und dann hier sind ja diese 3 Augen von der Kokosnuss. Sieht man ja die hier, ne? Und da reicht schon, wenn man einmal kurz ansetzt, zack, einen drauf gibt und dann kommt das schon raus hier, seht ihr? Ja. Oha, Engel, geht schon los hier. Aha. Kann man nochmal einen draufsetzen hier. Ja, kommt schon das Fleisch raus. Oh ja. Das reicht schon so. Sieht man das mal. Da sieht man schon das weiße Fleisch ein bisschen. Weiß ich nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht. Und da, wir haben zum Glück einen Strohhalm mit. Den stecken wir da rein. Und dann wollen wir mal schlürfen. Mal gucken, wie es schmeckt. Ja, Leute? Oh ja. Ja. Okay. Lass dir schmecken, mein Engel. Okay. Okay. So muss es doch sein. Ja, schon mal lecker, so eine Kokosnuss, ne? Mhm. Ich hab die auch gerne. Ich hab die am liebsten, wenn die noch so grün ist. Wenn das, ja, wenn man die doch vom Baum runterholen muss oder von der Palme runterholen muss. Und Wenn ist sie frisch, ne? wenn ganz frisch ist, Ja, genau. Und nicht schon so häufig. diese, ich glaube schon. Ein Ja, paar da ist schon Kokosfleisch drin, ne? Und wenn die ganz frisch ist, hat man da nur so wie eine Art Kokos, ja, wie so ein Film, Kokosfilm in der Kokosnuss. ist ganz, nicht so dick, ist ganz ganz, dünn, ja, ne? ganz, ja. Wie so ein Glipper, so ein Glapper, so, das ist geil hart. Und dann schmeckt das Wasser einfach auch frischer und leckerer, finde ich. Jeder mag es anders. Manche mögen das, wenn das schon richtig nach Kokos schmeckt, und ich mag es aber noch, wenn es so mit Kokos angehaucht ist und so eine reiche Kokosnote hat, sag ich mal. Aber so ein frisches Wasser, ne? Du mir mal. Ja, mehr alte die Kokos ist, der Wasser schmeckt nicht, für mich schmeckt nicht so mehr frisch, Du bist ne? auf meiner Seite, ne? Ja. Wir sind beide da. Und Haben da die gleiche Meinung. genau. Aber das ist eben unmöglich, da fast so eine Kokosnuss zu kriegen. Da muss man schon da sein, wo die wachsen. Wie gesagt, Brasilien oder auch in Thailand, ne, da wachsen die ja ohne Ende. Da oder in der Karibik oder Ja. wo auch immer, sag ich mal, wo die auch wirklich heimisch sind, die Kokosnüsse. Da ist es natürlich kein Problem, so eine Kokosnuss zu essen. Aber Wo ist die Sonne Knall? da, wo die Sonne knallt, genau so. Ja, ein Schluck. Boah, schon voll aus so wild, du. Ja? Konnte ich ja nicht wissen. Ja. Aber die schmeckt halt nach Kokos. Wollen wir die mal aufmachen, die Kokosnuss? Gucken wir mal, wie das aussieht. Dazu nimmt man sich ein Messer, aber die ist schon perfekt eingeritzt hier. Und dann gibt man immer einmal eine Runde rum. So. Ja, besser wäre eine Machete. Der ist jetzt ein bisschen zu klein dafür. Also knallen Sie mal auf, gucken wir mal. Zack. Da gibt es schon Risse. Und jetzt ist es schon auf. Oh. Ah, esse seu pai falou, olha. Guck mal, voll mit Kokos, da sieht man es, richtig hart.
Aber es schmeckt gut. Pass auf, ich mach dir mal mit raus. Also, ist eine alte Kokosnuss. Altes Kokosnuss. Ja, aber war klar, war klar. Hat mal geschmeckt am Wasser. So, und dann kann man das hier schön rausholen, das Fleisch. Ja. Dann kannst du mal probieren. Ja. Wollte ich noch mal schnell informieren, was wir überhaupt für ein Material benutzt haben. Was haben wir für ein Zelt? Was haben wir für Isomatten? Wo drin haben wir geschlafen? Da ist natürlich auch immer interessant zu wissen. Die Temperaturen heute Nacht waren, ja, sag ich mal, nicht tropisch, also war ein bisschen frisch. Aber sag ich mal, durch unser Zelt und durch den, wir haben einen Sommerschlafsack mitgehabt oder unser kleinen Sommerschlafsack genommen. Wir haben eine Sommerdecke mit Kopfkissen gehabt. Konnten wir eigentlich sehr, sehr entspannt schlafen. Ja, das Zelt ist vom, zeige ich euch mal da, Revolution, ein Epic 2. Mit dem Zelt sind wir schon an vielen Orten gewesen. Damit waren wir schon mal in Österreich, Vorarlberg, Österreich, Steiermark, in Deutschland, in München waren wir damit schon, ne, wir haben geschlafen. Frankreich, Les Villes-Forges, jetzt da Madeira. Ja, wir haben schon viele Trips gemacht, sag ich mal, mit dem Zelt und das ist wie heute noch. Top Ding, da sieht man es mal. Von der Größe her perfekt. Da ist ein Moskitonetz drin und das, ja, sag ich mal, das Dach ist komplett regendicht, alles umdran. Kostet ein bisschen, aber dafür ist schnell aufgebaut, wirklich widerstandsfähig und wir sind einfach top zufrieden mit dem Zelt. So sieht die Außenhaut aus vom Zelt oder das Moskitonetz mit unseren Isomatten noch drin. Die sind super gewesen, also die Isomatten, die liebe ich. Da ist so ein Schaumstoff drin, die sind wirklich auch dick. Sieht man mal, ich würde mal schätzen auf 5 cm. Und die sind von Thermarest. Kosten zwar auch ein bisschen, aber wie gesagt, das lohnt sich. Das lohnt sich allemal bei so Sachen ein bisschen mehr auszugeben. Weil, denn, ja, tut einem das nicht leid, wenn man campen geht und letztendlich, ja, friert oder nicht vernünftig schlafen kann. Da sieht man mal, meine Frau packt gerade die Bettwäsche zusammen. Das sind diese Kopfkissen. Die sind wunderbar, auch von der Decke. Da ist das Spannbecklaken, was dazu ist. Und das ist das Set. Ein Sleeping, ja, Bettcover bis 20 Grad. Da sieht man mal, das ist ein Laken, 2 Kopfkissen. Das ist für 2 Personen. Da ist die Decke, die lüftet gerade aus. Die ist auch wirklich schön dick und komfortabel. Da sieht man mal mit Stepp Bettwäsche drin. Auch schön dünn auf jeden Fall. Und hier ist der kleine Sommer-Schlafsack. Der ist jetzt nicht, der ist markenlos. Aber der reicht vollkommen. Den haben wir gekauft im Louis, im Motorradshop. Weil ich war damals viel unterwegs mit dem Motorrad. Ich war im Motorradclub Mitglied. Ja, über knapp 2 Jahre, ne? Wie lange war ich? 2,5 Jahre? 2,5 Jahre war ich da Mitglied. Und wir haben natürlich viele Motorradtouren gemacht in verschiedene Länder. Und da muss man immer so ein, sag ich mal, packgroßes Zelt oder ja, das alles in den Rucksack passt, sagen wir mal so. Eine vernünftige Packgröße von dem Zelt, von der Isomatte, vom Schlafsack und so weiter mit haben, damit wir beide auf dem Motorrad damals, ja, uns schwingen konnten und in die weite Welt hinausfahren konnten. Ja, war auch eine schöne Zeit. Werde ich auch nicht vergessen. Ja, jetzt lassen wir das Zelt noch ein bisschen auslüften hier. Dann verpacken wir alles. Kannst ja mal rüberfilmen, Schatz. Da sieht man schon mal die Sachen, die wir verpackt haben. Ja. Und mit dem Zelt waren wir auch noch in der Schweiz, im Jura. Haben wir auch noch gezeltet damit. Haben wir noch vergessen zu erwähnen. Genau, jetzt packen wir alles zusammen, verpacken ins Auto und dann werden wir den idyllischen Ort da verlassen heute. Ja, ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, so genauso wie wir uns. Da war auf jeden Fall eine richtig schöne Zelt-Session. Und dieses Backpacker-Leben, das ist sowieso ganz, ganz cooles und ist jetzt schön, dass unser Kleiner schon in dem Alter ist, wo er jetzt mitmachen kann wieder und wo wir so Sachen wieder starten können. Normalerweise hätten wir den YouTube-Kanal schon viel früher anfangen können, weil so Sachen haben wir früher schon viel gemacht. Allein schon, wo wir nach Madeira ausgewandert sind, haben wir eine riesen, ja, sag ich mal, Europareise gemacht. Wir sind durch Deutschland, Belgien, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal. Ja,
und dann bis nach Madeira. Und überall haben wir so Stopps gemacht, sind an verschiedenen Hotels oder auch Plätzen rangefahren, Rastplätzen, Motels, Bungalows, überall, wir haben alles mitgenommen. Ne? Was sagst du mal, ey, war doch geil, ja, die Tour, Ja, ne? war geil. Schade, haben wir die nicht aufgenommen, ne? Mhm. Aber ja, man kann ja nicht alles aufnehmen. Ja, aber dafür fangen wir ab jetzt damit sofort an. Alles, was wir so erleben und für Abenteuer machen, das findet ihr bei uns auf unserem Kanal. Also Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst wieder ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt ein schönes Kommentar unten rein, da freuen wir uns immer wieder drüber. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal.